Schau, wie die schaut. Jetzt sollte das live sein. Ah, vor 2 Minuten. Live. It's live. Ist schon live. It's live. We just checked the sound. Huh? Habt ihr einen Klienten? Ich will mir das oben kontrollieren, falls es gibt irgendeine Beschwerden, damit du informiert bist. Oh, er macht das sowieso. Ah, okay. Super. Und ich wollte in 2 Minuten So, I look to the left. Yeah, to the left. The center of the laptop is here. That camera is Das. Ihr Lieben, wie ihr schon sehen könnt, wir sind schon live. Gottesdienst fängt an in 5 Minuten. Wir sind auch hier ganz gespannt. Außer den Mitarbeitern, Technikern, die hier sind, niemand ist gekommen. Das finde ich klasse, dass jeder hat den Anweisungen ernst genommen. Und nur in wenigen Minuten, wir werden euch offiziell begrüßen zu unserer ersten Live-Übertragung von den Gottesdienst hier in GLC. So bis gleich.
Ihr Lieben, guten Morgen. Herzlich willkommen hier im Gospel Life Center. Unsere erste Live-Gottesdienstübertragung aufgrund von der Situation. Wir sind nicht alleine heute Morgen. Ich weiß von vielen Pastoren, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, mit denen ich Kontakt habe, die alle machen das selber. Wir tun, was wir tun können, damit diese Situation im Lande mit diesem Virus wird schnell behoben. Wir beten für die Regierung, wir beten für die Wissenschaftler und für die Forscher, dass sie schnell eine Lösung finden. Aber unser Augenmerk richtet sich nach Gott. Wir wollen auf Jesus schauen heute Morgen. Gott, die Liedertext könnte eingeblendet sein, dass man mitsingen kann. Und wenn ihr kennt die Texte, singt mit in eurem Wohnzimmer, eurem Schlafzimmer, eurem Badezimmer, wo immer ihr seid. Wir freuen uns, dass wir alle dabei sind. Und alle dabei seid heute Morgen, um Jesus zu loben und zu preisen. So, jetzt geht's los. Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir, dass wir als Gemeinde versammelt sind. Auch wenn wir nicht hier an diesem Ort versammelt sind, wir sind vereint im Herzen. Du bist mitten unter uns, Jesus. Und wir danken dir für den Segen Gottes, die nicht nur, dass wir in diesem Raum erleben so oft, sondern auch für jeder Einzelne zu Hause. Das Trost und Glauben und Hoffnung wird uns alle geschenkt aus deinem Wort und durch deinen Geist. So erfülle diese Raum und Zeit. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass auch in schwierigen Momenten unser Herzen und Augenmerk ist auf dich gerichtet, Jesus. Du bist der Waymaker. Du bist derjenige, der einen Weg für uns bahnt. Und wir preisen dich von ganzem Herzen. In Jesu Namen, Vater, danke. Amen. Amen. So, wenn ihr wollt, ihr könnt mit uns aufstehen. Wie gewohnt. Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Unser Gott ist ein mächtiger Gott, der herrscht vom Himmel herab mit Weisheit, Liebe und Kraft. Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Unser Gott ist ein mächtiger Gott, der herrscht vom Himmel herab mit Weisheit, Liebe und Kraft. Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Unser Gott ist ein mächtiger Gott, der herrscht vom Himmel herab mit Weisheit, Liebe und Kraft. Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Unser Gott ist ein mächtiger Gott, der herrscht vom Himmel herab mit Weisheit, Liebe und Kraft. Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Halleluja! Oh, yeah. Du bist gut. Immer da. Du bist mächtig und du bist stark. Yeah. Unser Gott ist ein mächtiger Gott, der herrscht vom Himmel herab mit Weisheit, Liebe und Kraft. Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Unser Gott ist ein mächtiger Gott, der herrscht vom Himmel herab mit Weisheit, Liebe und Kraft. Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Noch einmal. Unser Gott ist ein mächtiger Gott, der herrscht vom Himmel herab mit Weisheit, Liebe und Kraft. Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Unser Gott
Denn er ist das Lamm, geschlachtet für uns, für die Sünden der Welt, von seinem Blut befreit. Und jeder wird sich beugen vor dem Löwen und dem Lamm. Und jeder wird sich vor ihm beugen. Oh, 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 oh. Kommt öffnet ihm das Tor und bahnt den Weg dem Herrn der Herren. Der Gott, der uns erlöst, ist hier uns jetzt gefangen frei. Wer kann unseren Gott aufhalten? Denn er ist der Löwe von Juda. Sein Brüllen ist mächtig, er kämpft unsere Kämpfe und jeder wird sich vor ihm beugen. Denn er ist als Lamm, geschlachtet für uns, für die Sünden der Welt, und sein Blut befreit. Und jeder wird sich beugen vor dem Löwen und dem Lamm. Und jeder wird sich vor ihm beugen. Oh, 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 oh. Und kommt, öffnet ihm das Tor. Kommt, öffnet ihm das Tor. Und bahnt den Weg dem Herrn der Herren. Und der Gott, der uns erlöst, ist hier. Der Gott, der uns erlöst, ist hier und setzt gefangen frei. Wer kann uns Gott aufhalten? Denn er ist der Löwe von Juda. Sein Brüllen ist mächtig, er kämpft unsere Kämpfe und jeder wird sich vor ihm beugen. Denn er ist das Lamm, geschlachtet für uns, für die Sünden der Welt, und sein Blut befreit. Und jeder wird sich vor dem Löwen und dem Lamm, und jeder wird sich vor ihm beugen. Denn er ist der Löwe von Juda. Sein Brüllen ist mächtig, er kämpft unsere Kämpfe. Und jeder wird sich vor ihm beugen. Denn er ist das Lamm, geschlachtet für uns, für die Sünden der Welt, und sein Blut befreit. Und jeder wird sich beugen vor dem Löwen und dem Lamm. Und jeder wird sich vor ihm beugen. Oh, wir beugen uns her, wir beugen uns vor. Wir bieten dich an, wir loben dir erst. Ja, ja. Und wer kann unseren Gott aufhalten? Wer kann unseren Gott aufhalten? Wer kann unseren Gott aufhalten? Und wer kann unseren Gott aufhalten? Wer kann unseren Gott aufhalten? Halt die Los! Wer kann unseren Gott aufhalten? Wer kann unseren Gott aufhalten? Niemand hält ihn auf. Denn er ist der Löwe von Juda. Sein Brüllen ist mächtig, er kämpft unsere Kämpfe. Und jeder wird sich vor ihm beugen. Denn er ist das Lamm, geschlachtet für uns, für die Sünden der Welt, und sein Blut befreit. Und jeder wird sich beugen vor dem Löwen und dem Lamm. Und jeder wird sich vor ihm beugen. Denn er ist der Löwe von Juda. Sein Brüllen ist mächtig, er kämpft unsere Kämpfe. Und jeder wird sich vor ihm beugen. Denn er ist das Lamm, geschlachtet für uns, für die Sünden der Welt, und sein Blut befreit. Und
jeder wird sich beugen vor den Löwen und dem Lamm. Und jeder wird sich vor ihm beugen. Oh, 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 oh. Halleluja! Oh, 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 oh. Halleluja! Halleluja! Danke, Jesus! Halleluja! Halleluja! Jesus, wir danken dir, wir preisen dir, dass du für uns kämpfst. In jeder Situation, für jeder Einzelne, der zu Hause sitzt heute Morgen, du bist der Gott, der uns schützt, beschützt, versorgt, heilt. Du bist einzigartig. Amen. Und wir preisen dich an diesem Morgen. Amen, ihr Lieben. Amen. Ihr könnt mitsitzen und ich möchte euch nochmal ganz herzlich begrüßen hier im Gospel Life Center zu unser Sonntagmorgen Gottesdienst. Normalerweise an dieser Stelle, ich würde sagen, alle erstmalige Gäste, wir wollen ganz herzlich willkommen heißen, aber ich sage es trotzdem, alle, die eingeschaltet zum ersten Mal in einen Gottesdienst vom Gospel Life Center oder vielleicht zufällig auf unser YouTube-Channel gestoßen sind, wir wünschen euch Gottes Segen, wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und wir vertrauen Gott, dass auch durch den Videoübertragung, dass Gott wird euch reichlich segnen. Ich habe noch einige Ansagen zu machen bezüglich was läuft mit der Veranstaltung. Wie wir alle wissen, bis mindestens 3.4. sind alle öffentlichen Veranstaltungen wie Gottesdienste hier abgesagt. Aber wir wollen unser Gemeindeleben nicht zu einem Halt bringen, zu einem Stopp bringen. Dienstagabend werde ich hier sein und 1 oder 2 oder 3 Mitarbeiter werden bei mir sein und live übertragen von 19 Uhr bis 20 Uhr. Wir wollen gemeinsam beten. Wenn unser Land Gebet braucht, dann ist es jetzt, wo unser Land Gebet wichtig braucht. Wir brauchen für die Politiker, für ihre Entscheidungen zu treffen. Wir brauchen für die Forscher, für die Wissenschaftler, für die Ärzte, für alle Pflegehelfer, für alle Krankenschwestern, für alle Krankenhäuser. Es ist eine riesige Herausforderung. Aber gemeinsam, wir können diese Herausforderung bewältigen. Da bin ich absolut sicher. Und vielleicht dieser Moment gibt uns eine Chance zu verinnerlichen, was wir so oft als selbstverständlich sehen. Dinge, die wir normalerweise tun, jeden Tag in der Schule, jeden Tag in die Arbeit zu gehen, jeden Tag Menschen zu besuchen. Gerade jetzt ist das alles ein bisschen eingeschränkt oder total gestoppt. Trotzdem, in dieser Situation, Gott ist mit uns. Wir sind nie alleine. So, Gebet ist das Fundament von allem. Catch the Fire, 19 Uhr, schaltet live ein, 5 Minuten bevor der Gottesdienst fängt an. Wir werden Live-Übertragung beginnen um 19 Uhr, beten wir gemeinsam. Möchte ich auch sagen, wir hatten geplant am Freitag unser nächster Felsenfest, unser Bibelstudienabend, und das werden wir weiter fortführen. Ich werde hier sitzen mit euch via Live-Übertragung und wir werden geistliche Vollmacht im Gebet miteinander anschauen. Ist das nicht ein toller Thema? Genau aktuell, wunderbar, wie Gott uns führt durch solche Themen. Und das ist Freitag, den 20. März, kommender Freitag. Auch habe ich eine Ansage für alle Jugendliche, alle Teenager, alle junge Erwachsene. Jesus-Haus-Konferenz ist abgesagt in der Veranstaltung, aber nicht abgesagt. Es wird übertragen jeden Abend von der 17. bis der 21. März ab 18 Uhr. Und du kannst auf diesen Website gehen, www.jesushaus-ea-münchen.de. Falls ihr das nicht mitgekriegt habt, ich zeige das euch. Vielleicht könnt ihr das so sehen. Das sind meine Notizen. Ein bisschen höher. Da ist das. So, alle Jugendlichen, bitte, seid dabei, Montag bis Sonntag nächste Woche bei Jesus Haus. Wir planen auch diese Woche und beten für uns, dass von der Technik her, von der Fähigkeit her, wir werden fähig sein, wir werden fähig sein, einen Jugendgottesdienst zu veranstalten. Wir werden euch informieren via Website, via
WhatsApp, via Social Media und all die unterschiedlichen Quellen. Wir wollen einen Jugendgottesdienst und ich bin dabei, auch mit Monika zu überlegen, wie können wir etwas für die Kinder veranstalten. Weil die Kinder bleiben zu Hause. Ich kann mir vorstellen, für jeder Elternpaar, es ist herausfordernd. So, wir wollen auch die Kinder nicht vergessen. So, wir werden versuchen diese Woche, wir haben eine Menge Herausforderungen vor uns in dieser Woche. Bete für uns auch. Now, an dieser Stelle, wir wollen Gott ehren mit unserer Opfergabe. Und er könnte nicht hier sein, er könnte nicht gleich jetzt geben. Und ich kann nicht sagen, die Ordner haben ein Kuvert für euch. Wir machen das anders, ganz modern. Er könnte über unsere normale Bankverbindung eine Überweisung machen und ihr kennt das, geht zu der Website www.glc.de und da siehst du die Bankverbindung. Da könnt ihr auch ein Spender, eine Zehngaben, Opfergaben geben, aber er könnte auch via PayPal das auch tun. Du findest das at info@glc.de. Und dann kannst du einfach ein Spender geben durch PayPal. So, wir haben es so einfach für euch gemacht, wie nur möglich ist, weil das Leben in der Gemeinde, obwohl diese Räume sind zurzeit leer, das Leben geht weiter. Diese Situation wird auch ein Ende haben. Aber ich bin völlig überzeugt, diese Situation bietet uns als Christen eine große Chance an. Wisst ihr, das sind viele Leute, die einsam sind. Viele Leute, die haben Angst. Wir haben die Gelegenheit, durch unsere Vorsorge, durch unsere Bereitschaft, Menschen irgendwie Trost zu geben. Es kann sein, eure Nachbarn oder Familie. Vielleicht jemand braucht Hilfe mit Einkäufen oder vielleicht jemand braucht Hilfe, nur zu wissen, die sind nicht alleine. Vielleicht denk an jemanden, die du länger noch nicht angerufen hast. Rufe sie an. Lass einander wissen, dass wir als Christen besorgt sind und haben ein Herz für Menschen. Ich möchte jetzt beten und dann tu, was du tun möchtest. Hilf uns hier und ich sage euch, eine wichtige Gebetsanliegen wird auch den Selbstständigen, alle, die vielleicht wegen ihrer Arbeit zu Hause bleiben müssen, weil die Kinder können nicht in die Schule gehen. Wir wissen, es wird herausfordernd, auch finanziell, für viele, viele Menschen. Wir wollen sie abfangen im Gebet. Aber ich sage euch, indem wir bereit sind, Gott zu ehren, Gott wird für uns sorgen. Manchmal in Wege, die wir vorher nicht gesehen haben. Ich habe das so oft erlebt. Ich möchte euch ermutigen, sei nicht bedrückt mit der Situation. Lass diese Situation eine neue Chance sein, wo du Gott in eine neue Art und Weise kennenlernst. Er möchte dein Versorger sein. So, Vater, wir danken dir. Wir danken dir, dass wir auf dich schauen dürfen, auch wenn es im Natürlichen sehr herausfordernd ist, auch wenn einige, die vielleicht selbstständig sind, nicht ihre Arbeit tun können oder einige nicht in die Arbeit gehen können, weil sie müssen zu Hause bleiben mit den Kindern. Du weißt und kennst jede Situation, aber du bist der Gott, der für uns sorgt. Du hast gesagt, lass den Königreich Gottes an erster Stelle sein und du wirst alles andere, was wir brauchen, hinzufügen in unser Leben. Und Vater, das vertrauen wir. Und wir danken dir für das Opfer heute Morgen. Wir danken dir, dass die Gemeinde gut versorgt sind. Aber nicht nur, dass wir gut versorgt sind, dass jeder in der Gemeinde gut versorgt sind und dass wir fähig sind, ein Segen zu sein für andere Menschen, die in Not sind. Damit sie unsere Hoffnung verstehen können. Damit sie unser Glauben erleben können. Unser Vertrauen ist in dir, Jesus. Und wir wollen alle Augenmerk auf dich richten. In Jesu Namen wir danken dir. Amen. So, danke für eure Treue, danke für eure Geberfreudigkeit. Wir wollen an dieser Stelle weiterhin Gott loben und preisen, nicht nur mit unserem Geld, sondern auch mit unseren Liedern. So, bitte, Deborah, lasst uns gemeinsam mit euch zu Hause Gott weiterhin loben und preisen.
Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. Jesus, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Woo! Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Yes, that is who you are. 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 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are my waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. And that is who you are. 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 Halleluja, Vater, ich danke dir, dass das bist du, Herr. Du bist unser Waymaker. Du bist unser Wegbereiter. Du bist unser Licht in der Dunkelheit. Ob wir hier sind oder zu Hause im Wohnzimmer. Du bist der du bist, Herr. Treu. Halleluja, du bist immer treu. Du gehst immer mit uns, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Heilig, heilig, das Lamm Gottes, das geopfert ist. Lob und Ehre sei dir, König, auf den Gnadenthron. Sing heilig. Heilig, heilig, das Lamm Gottes, das geopfert ist. Und Lob und Ehre sei dir, dem König,
auf den Gnaden sind heilig, 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 heilig ist der Herr Gott allmächtig, der baut ist und der kommt. Die ganze Schöpfung singt und preist dich den König. Du bist mir alles Herr und ich will dich ehren. Deine Schönheit ist unbeschreiblich, dein Licht strahlt heller als Lobpreis und ihre Weisheit und Macht sei dir allein, nur dir den einzig wahren Gott. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott allmächtig, der baut dies und der kommt. Die ganze Schöpfung singt und preist dich den König. Du bist mir alles Herr und ich will dich ehren. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott allmächtig, der baut ist und der kommt. Er kommt, die ganze Schöpfung singt und preist dich den König. Du bist mir alles Herr und ich will dich ehren. Dich ehren, Herr, dich ehren, Herr. Und wenn dein Name nur erwähnt wird, wirkst du Wunder über uns. Sing das nochmal. Und wenn dein Name nur erwähnt wird, wirkst du Wunder unter uns. Jesus, in deinem Namen ist die Kraft zum Leben, welch Geheimnis öffnet sie. Und heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott allmächtig, der baut dies und der kommt, der kommt, der kommt. Die ganze Schöpfung singt und preist dich den König. Du bist mir alles Herr und ich will dich ehren. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott allmächtig, der baut dies und der kommt. Die ganze Schöpfung singt und preist dich den König. Du bist mir alles Herr und ich will dich ehren. Wir wollen dich ehren, wir wollen dich ehren. Mit allem, was wir sind, mit allem, was wir tun, wir wollen dich ehren, ehren dich allein. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Du bist größer, Herr, größer. Du bist stärker, Herr, stärker. Du bist größer, du bist stärker, Herr. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Herr. Preis dich, Herr, lob dich, Herr. You hold my every moment. You call
I believe you're my healer. And I believe you are all I need. Yeah. And I believe you're my portion. And I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. And you hold my every moment. Hold my every moment. Yes. Calm my raging seas. And you walk with me through fire and heal all my disease. I'll trust in you, my Jesus. I'll trust in you. And I believe you're my healer. And I believe you are all I need. Woo! And I believe you're my portion. And I believe you're more than enough for me. And Jesus, you're all I need. Say nothing is impossible for you. Nothing is impossible. And nothing is impossible for you. And you hold my world in your hands. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. And nothing is impossible for you. Yes, you hold my world in your hands. Sing nothing is impossible for you. Nothing is impossible. And nothing is impossible for you. And you hold my world in your hands. And I believe you're my healer. And I believe you are all I need. And I believe you're my portion. And I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. And I believe you're my healer. And I believe you are all I need. All that I need. Woo, Jesus! And I believe you're my portion. And I believe you're more than enough for me. Jesus, Jesus, you're all I need. My Jesus, Jesus, you're all I need. Oh, my Jesus, Jesus, you're all I need. Jesus, das ist so viel mehr als nur ein Lied. Es ist unsere Überzeugung, unser Vertrauen. Und wir danken dir für deine Gegenwart in jedem Zuhause, genauso wie wir spüren hier heute Morgen.
Wir danken dir jetzt für dein Wort, dass dein Wort uns Licht, eins, Leben und Hoffnung schenkt. Helf uns zu sehen, zu verstehen, zu begreifen, was du uns geben möchtest an diesem Morgen. Und wir sagen dir Dank vorwärts. Amen. Amen. Ihr dürft Platz nehmen, falls ihr aufgestanden hatten mit uns. Und wir wollen gleich jetzt gemeinsam Gottes Wort anschauen. So. Wer bin ich wieder? Es ist erstaunlich, wie Gott führt und lenkt. Für mehr als 3 Wochen, ich hatte in meinem Herzen, obwohl ich nicht geplant war, an der 15. sprich heute Morgen zu predigen, dass ich sollte über Heilung sprechen. Und im Licht von alles, was gerade jetzt im Gange ist, ich glaube, das ist ein aktuelles Thema. Und die ursprünglichen Gedanken, die ich hatte, möchte ich ein bisschen ändern für die spezifische Situation für heute Morgen. Weil wir wollen über Gottes Schutz reden, über Gottes Helfer, wie er uns hilft in solchen Zeiten. Und ich bin sicher, was wir heute Morgen anschauen wollen, wird wahrscheinlich weltweit den meist angeschauten Schriftsteller weltweit. Wir werden gemeinsam Psalm 91 anschauen. Aber bevor wir dorthin kommen, wir haben gerade gesungen, I believe you're my healer. Auf Deutsch, du bist der Herr, mein Arzt. Gott hat sich selber uns gezeigt, als der Herr, unser Arzt, schon im Alten Testament. Und man liest in Apostelgeschichte, Kapitel 10, Vers 38, über Jesus. Es heißt, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und Kraft gesaugt hat, welcher umherzog, indem er wohltat. Oder eine Übersetzung sagt, er hat Gutes getan. Das ist ein Vorbild für uns. Wir können in diesen Stunden Gutes tun, wo immer wir sehen, wo wir Gutes tun können. Und wir folgen Jesus nach. Aber er hat auch alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Ich glaube, dieser Schriftsteller gibt uns so viel Information. Wir wissen, wo die Krankheit kommt. Ja, es kann sein, dass menschliche Versuchungen, menschliche Fehlverhalten, was weiß ich, hat das verursacht. Aber ich sage euch ursprünglich, dass alles kam durch Adams Übertretung, als er mir die Stimme von Satan hörte, als Gott selber. Als er mir den Feind zugehört hat, als was Gott ihm sagte. Und Tod und Krankheit und all das ist in diese Welt reingekommen. Und Jesus kam uns zu zeigen, wie Gott wirklich ist. Jesus ist der sichtbare Willen Gottes für uns Menschen. Und wenn wir schauen, was er getan hat, dann sehen wir Gott in Aktion, könnte man sagen. Er ging überall, er hat Gutes getan und er hat Menschen geheilt. Ganz klar geheilt. Well, was heißt das für uns heute? Es heißt in Hebräerbrief, Kapitel 13, in Vers 8, Jesus Christus ist gestern, heute und dasselbe auch in die Ewigkeit. Der Jesus, der auf die Erde ging, vor über 2000 Jahren, ist der Jesus, der heute mit dir sitzt in deinem Wohnzimmer, mit mir hier in die Gemeinde. Er ist derselbe Gott und sein Wille ist dasselbe für uns. Er ist dasselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Ich habe euch geschrieben am Mittwoch mit meinem Wort der Ermutigung. In Psalm 107, Vers 20. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Gesundheit war immer wirklich Gottes Ziel. Und Gesundheit ist anders als Heilung. Heilung ist, was wir empfangen, wenn wir Hilfe brauchen, wenn wir erkrankt sind. Und unsere Gebete ist keiner in dieser Gemeinde, keiner in unserem Umfeld, keiner in unserer Nachbarschaft oder Leute, die wir kennen, werden erkrankt sein. Aber dank sei Gott, falls man erkrankt wird, nicht nur mit dieses Coronavirus, sondern mit allen Krankheiten, wir wissen, wir haben Jesus, der Herr, unser Arzt. Wir können zu ihm gehen und wir können Hilfe empfangen.
Und Heilung ist ein ganz breites, großes Thema. Und wir werden es nicht alles angehen heute Morgen, vielleicht in den kommenden Wochen, wie Gott uns Heilung bringt. Aber heute Morgen möchte ich über Gesundheit sprechen, über diesen Schutz, die Gottes Wort uns zuspricht. Und wir können Gott vertrauen für diesen schützenden Hacker um uns herum, die nur Gott bauen kann, wenn wir es wagen, Gott beim Wort zu nehmen. Und ich werde euch ein paar Tipps geben heute Morgen, was ich ständig tue in dieser letzten Woche. Und ihr könnt es genauso tun, wenn ihr wollt. Aber zuerst lasst uns Psalm 91 anschauen. Eine erstaunliche Aussage hier. Es fängt an in Vers 1 und ich erlaube mir, ich lese das aus der Hoffnung für alle Übersetzungen, weil ich fand es so erleuchtend. So, wir lesen das hier in Vers 1, Hoffnung für alle Übersetzungen, Psalm 91. Wer unter den Schutz des Höchsten wohnt, der kann bei ihm, den Allmächtigen, Ruhe finden. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Dinge, die die Menschen brauchen in diesen Zeiten, ist Ruhe. Die Gedanken sind so voll von Sorgen und Gedanken und wie mache ich das und wie mache ich das und finde ich Klopapier bei der nächsten Rewe oder was weiß ich alles. Die Dinge, die uns belasten können, die sind real. Aber wenn wir lernen, unser Herz zur Ruhe zu bringen, indem wir sitzen unter seinen Flügeln. Das ist ein interessantes Bild. Ich denke an die Geschichte, wo Martha und Mary waren der Gastgeber von Jesus. Und der eine war völlig besorgt um Essen und Organisation und all das. Und sicherlich, das war alles wichtig. Aber die andere Schwester saß zu seinen Füßen, als er lehrte. Wisst ihr, es gibt Momente, wo wir organisieren und tun und machen. Absolut. Wenn wir hätten das nicht diese Woche getan, hätten wir nicht diese Möglichkeit gehabt. Und an dieser Stelle ein Dank an alle, die mitgeholfen haben, diese erste Videoübertragung, dieses Live-Übertragung zu ermöglichen. Aber es gibt Momente wie jetzt, wo Gottes Wort sollte uns eine Ruhe schenken, die nur Gott geben kann. So sitzt du unter diesem Schatten seiner Flügel. Und das Wort hier für Allmächtigen in der hebräischen Sprache ist das hebräische Wort El Shaddai. Übersetzt, der Gott, der mehr als genug ist. Egal welche Herausforderung, egal welches Problem, unser Gott ist größer als das Problem, wenn wir nur lernen, unter seinen Flügeln zu sitzen. Und wie es heißt hier, Ruhe zu finden. Mein Gebet für dich heute Morgen ist, dass du Ruhe findest. Ist, dass du Zuversicht findest, dass du neuen Mut findest, sogar so, dass du aufhörst, nur auf deine Situation zu schauen und Gott wird dein Augenmerk öffnen für Menschen um dich herum, die Jesus brauchen, die seine Hilfe brauchen, damit wir ihn nachahmen können und Gutes tun, wie er getan hat. Ist cool, huh? Das ist wunderbar. Es geht weiter. Auch ich sage zu Gott, so ich werde das aus der Schreiber sagen heute Morgen, ich sage das auch zu Gott. Bei dir finde ich Zuflucht. Du schützt mich wie ein Burg. Mein Gott, der vertraue ich. Er bewahrt dich vor versteckten Gefahren und vor tödlicher Krankheit. Ist das nicht passend für unsere Situation? Er bewahrt dich, er bewahrt mich. So ist er. Aber das ist für diejenigen, der diesen geheimen Ort entdeckt hat, unter seinen Flügeln zu sitzen und Ruhe zu finden. Er wird dich behüten, wie eine Henne, die ihre Küken unter die Flügel nimmt. Seine Treue schützt dich wie ein starker Schild. Du brauchst keine Angst, du brauchst keine Angst zu haben vor den Gefahren der Nacht oder den heimtückischen Angriffen bei Tag. Selbst der Pest, darf ich sagen, selbst der Corona-Pest, die im Dunkeln zuschlägt, oder dem tödlichen Fieber, das am hellen Tag die Menschen befällt, fürchtest du dich nicht. Wenn 1000 neben dir tot umfallen, ja, wenn 10.000 in deiner Nähe sterben, dich selbst trifft es nicht. Du sagst, wie ist das möglich? Nur Gott kann uns solchen Schutz geben. Na,
Ich möchte hier ein bisschen Weisheit geben. Ich bin völlig überzeugt, dass dieser schützende Schild um mich herum ist. Ich habe gelernt, unter seinen Schatten zu leben. Aber trotzdem, ich höre auf die Weisheit, die, sei es die Ärzte, Mediziner, die Regierung sagt. Ich habe inzwischen das angelernt, den Corona-Gruß zu geben, mit der Ellbogen statt der Hand zu schütteln. Sie oftmals, wir glauben, wenn wir trotzig sind, ich gebe dir die Hand trotzdem und ich mache das Problem nicht. Es mag sein, dass du Glauben hast, aber was gibst du weiter als Vorbild? Sieh, wenn wir alle gemeinsam Weisheit benutzen und Besonnenheit, eine andere Übersetzung für Besonnenheit, weil es heißt im Neuen Testament, Gott hat uns keinen Geist von Furcht und Angst gegeben, sondern Kraft, Liebe und Besonnenheit. Eine andere Übersetzung ist gesunden Menschenverstand. Ein gesunder Menschenverstand sagt, umso schneller, dass wir dieses Virus keinen Zugang geben, umso schneller können wir wieder normal sein. Und das wollen wir. Wir wollen wieder zusammenkommen. Ich vermisse euch. Ich vermisse eure Gesichter in die erste, zweite, dritte, vierte bis die letzte Reihe, wo die Gemeinde normalerweise voll ist am Sonntag. Und hier sitzen wir mit ein paar Leuten. Aber ich weiß, dass du dabei bist. Und ich weiß, dieses Wort gibt uns Trost. Aber verwechsel Glaube nicht mit Vermessenheit. Sei klug. Benutze gesunden Menschenverstand. Sei ein Segen. Sei ein gutes Vorbild. Wisse, Gott schützt mich. Aber ich möchte auch anderen helfen. Was ist mit dem Menschen, der kein solches Vertrauen hat? Und sie schauen uns vielleicht nicht so guten Vorbild, weil wir wollen trotzig sein und zeigen, wie viel Glauben wir haben. Das hilft denen nicht. Behalte deinen Glauben für dich in dem Sinne und lebe in Besonnenheit, lebe in gesundem Menschenverstand und teile dein Vertrauen in Jesus mit anderen weiter. Warum du keine Angst hast, warum du Ruhe hast in diesem Sturm, es ist, weil du Jesus kennst. Und das ist das Entscheidende von allem. Lass uns weiterlesen. Vers 9. Das war übrigens nur ein kleiner pastoraler Rat da. Ja? Vers 9. Du aber darfst sagen, beim Herrn bin ich geborgen. So bitte sag's mit mir. Beim Herrn bin ich geborgen. Sag's nochmal. Beim Herrn bin ich geborgen. Super. Ja, bei Gott, dem Höchsten, hast du Heimat gefunden. Wow. Ist das nicht schön? Sieh, das ist der Hauptgrund, warum wir alle zusammenkommen am Sonntag. Gott hat uns ein Stück echter Heimat gegeben in der Familie Gottes. So bei ihm haben wir Heimat gefunden. Darum wird dir nichts Böses zustoßen. Diese Verheißungen sind für dich geschrieben. Die sind nicht nur poetische hohe Gedanken, die sind Realität. Das ist Gottes Realität. Und in solchen Momenten, wo eine Plage im Gange ist, wir brauchen den Zuversicht zu haben, dass ich diese Verheißung für mich nehmen kann, für meine Familie, für meine Kinder, für meine Zuhause. Und ich sage täglich, nichts Böses wird mir zustoßen. Warum? Weil ich so know. Nicht wegen mir, wegen Jesus. Wegen Gottes Treue. Kein Unglück wird dein Haus erreichen. Oh, nimm das zum Herzen. Denn Gott hat seinen Engel ausgesandt, damit sie dich schützen, wohin du gehst. Sie werden dich auf Hände tragen und du wirst dich nicht einmal an einem Stein verletzen. Ich will euch sagen, wie ich das einmal auch tatsächlich erlebt habe. Sag euch, das ist eine interessante kurze Geschichte. Ich musste mein Brot verdienen damals, wir waren jung verheiratet und ich habe einen großen LKW gefahren. Und es war ein LKW, wo man Erde drauflegt und dann muss ich das kippen, irgendwo eine Kippe, glaube ich, nennt das auf Deutsch. Und ich bin auf einen Hügel seitlich gelandet und ich sollte dort kippen. Und ein Sicherheitsmetallstück ist abgebrochen. Und plötzlich fing dieser LKW zu schwingen. Und dann ist das umgegangen, zweimal 360 Grad. Und ich sage euch tatsächlich,
als das geschehen ist, ich merkte, es war wie in Slow Motion. Ich habe gemerkt, dass der ganze LKW fängt an zu kippen und ich konnte nur eins tun. Ich habe Jesus geschrien. Jesus! Und plötzlich merkte, wie etwas, jetzt weiß ich das, mein Engel mich gehalten habe, bin ich zweimal dort in einer Position gelandet, während der LKW um mich herum ging und dann ganz sanft auf den Boden gelandet. Und ich musste aus dem Fenster rausklettern und ein Mitarbeiter dort von der Bau, er hat gesagt, hey, ist der Fahrer da drinnen okay? Ich sagte, ich bin der Fahrer. Ich konnte nicht vorstellen, dass ich das überlebt habe und dass ich so schnell aus dem Wagen rausgekommen bin. Gottes Engel umgeben uns. Es ist kein Märchen. Hebräerbrief sagte, er hat den Engel Gottes ausgesandt, um uns, die das Heil in Jesus empfangen haben, zu dienen. Und die schützen uns. So, es gibt eine Menge mehr um dich herum, als was du vielleicht heute Morgen siehst. Du bist nicht alleine. Jesus ist nicht nur in deinem Herz. Der Heilige Geist ist nicht nur in deinem Leben. Gottes Auge ist nicht nur auf dich gerichtet, sondern die Engel Gottes beschützen uns. Ist das doch wunderschön? Gut zu wissen. Sie werden dich auf Hände tragen und du wirst dich nicht einmal an einem Stein verletzen. Löwen werden dir nichts anheben. Auf Schlangen kannst du treten. Gott sagt, und hier ist was Gott sagt. Gott sagt, er liebt mich von ganzem Herzen, darum will ich ihn retten. Ich glaube, das ist die Voraussetzung. Haben wir gelernt, ihn wirklich zu lieben und zu vertrauen von ganzem Herzen. Ich werde ihn schützen, weil er mich kennt und ehrt. Wenn er zu mir ruft, antworte ich ihm. Wenn er keinen Ausweg mehr sieht oder weiß, das gibt es, wir haben Waymaker gesungen. Wenn er keinen Ausweg mehr weiß, bin ich bei ihm. Ich will ihn befreien und zu Erden bringen. Bei mir findet er die Hilfe, die er braucht. Ich gebe ihm ein erfülltes und langes Leben. Wow! Ich höre eure Amen schon hier heute Morgen. Ich merke schon eure Zustimmung. Das finde ich klasse. Ihr Lieben, das ist Gottes Realität. Und wir sind ständig. Wir haben gelernt in den letzten 6 Wochen, wo wir Glaube ist studiert haben. Wir haben gelernt, was Glaube wirklich ist. Es ist die Überzeugung von Tatsachen, die andere nicht sehen. Und das ist Gottes Tatsache. Das ist Gottes Aussage über deinen und meinen Leben. Ich möchte euch ermutigen, das anzunehmen. Wir leben mit Besonnenheit, mit gesundem Menschenverstand, aber wir leben auch verkoppelt und verbunden mit Vertrauen. Dass all das, was Gott hier sagte, wird zur Realität, wenn nötig ist, in unser Leben. Und ich bekenne das über mein Haus. Ich bekenne das über meine Familie. Über unsere Kinder und Enkelkinder. Ich bekenne das aus, weil das ist Gottes Wahrheit. Und jetzt möchte ich im Abschluss etwas vorlesen. Es heißt in 3. Johannes, Kapitel 1, Vers 2, Johannes hat das an seinen Freund Gaius geschrieben. Aber wir sind alle Freunde Johannes in dieser Hinsicht. Wir gehören zur Familie Gottes und schau das an. Er sagte, mein Lieber, ich wünsche dir in allen Stücken Wohlgehen und Gesundheit. Ich glaube, für das müssen wir Gott vertrauen. Nicht nur, wenn wir Heilung brauchen, Heilung erfahren, das ist wunderbar. Aber auch, dass Gott uns hilft, in Gesundheit zu leben. Und das war dann den Wunsch. Und das Wort Wunsch hier ist öfter in dem Neuen Testament, viel öfter als Beten übersetzt. Nicht nur wünschen, es ist nicht nur eine nette Geste, eine nette Begrüßung. Das war wirklich sein Herzenswunsch. Dass es ihm gut geht im Leben, aber auch, dass er in Gesundheit lebt, wie es in deiner Seele vorgeht. Und da kommt es zurück zu dem ersten Gedanken im Psalm 91. Wer unter den Schirm des höchsten El Shaddai sitzt, er findet Ruhe. Wenn deine Seele beklagt ist mit Sorgen und Ängsten, ist es fast unmöglich, Wohlergehen zu erleben in deiner Seele. Und das hat eine Auswirkung auch auf unser natürlicher Körper. So, lass uns nicht so besorgt sein, dass wir keine Ruhe mehr finden. Es ist gut, besonnen zu sein. Es ist gut, biblisch besonnen zu sein.
Es ist gut, aufmerksam zu sein, ganz biblisch. Wir sollten die Fakten kennen. Aber wir sollten die Fakten im Natürlichen verbinden mit Gottes Fakten. Und dann beginnen wir, seine Verheißungen für uns in Anspruch zu nehmen. Nicht nur im Herzen, was haben wir gelernt? Der Glaube ist nicht nur im Herzen, der Glaube muss auch hier in unserem Bekenntnis zu hören sein. Mit dem Herzen glaubt man, mit dem Munde bekennt man. So, ich bekenne, mein Gott schützt mich. Ich bin unter seiner schützender Hand. Ich sitze unter seinen Scheren, sozusagen. Und ich erlaube, dass Gottes Weisheit und Führung und Versorgung und Gesundheit zu mir kommt. Und ich lebe, um ein Segen zu sein für andere. Und diese selbe Zuversicht mit anderen zu teilen. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe, ihr Lieben, als Christen, als Nachfolger Christi. Und ich schließe ab mit einem letzten Gedanken, was der ganze Woche habe ich das bei jeder Mahlzeit über mich und über unser Essen gebetet haben. Das ist in 2. Mose 23, Vers 25, wo Gott sagte, und er soll dem Herrn euren Gott dienen, so wird er dein Brot und dein Wasser segnen. Und ich, sagt Gott, ich will die Krankheit aus deiner Mitte tun. Amen. Wow, das ist ein Grund zu beten, bevor du isst. Bevor du beginnst zu essen, nimm einen Moment, Gott zu danken und bekenne das. Das war nochmal 2. Mose 23, Vers 25. Gott wird dein Essen segnen und er wird die Krankheit aus deiner Mitte bringen. Bekenne das über dich, über deine Familie und lass Gott uns diesen Schutz real machen. Gesundheit ist sein Wille für dich und für mich. So lass mich jetzt an dieser Stelle beten. Vater, ich danke dir für diese wunderschöne Verheißung. Ich bete gerade jetzt für die, die Heilung brauchen. Du bist nicht eingeschränkt über eine Videoübertragung. Du bist der Gott, der gegenwärtig ist, wo immer Menschen ihr Herzen für dich öffnen. So in jeder Wohnzimmer, in jeder Schlafzimmer, wo immer Menschen das gerade jetzt anschauen, in Jesu Namen, ich danke dir, dass du deine heilende Hand ausstreckst. Für die, die Heilung brauchen, ich sage in Jesu Namen, lass Gottes Leben in dir hineinkommen. Lass Gottes Heilung zu dir kommen. Empfange es jetzt in Jesu Namen. Und für die gerade jetzt, wie ich gerade jetzt mich befinde, in einer Situation, dass wir selber vom Außen nicht kontrollieren können, wir können schon jetzt sagen, Verheißungen vom Psalm 91 gehört mir und meiner Familie, meine Zuhause. Und ich danke dir, Vater, dass dein schützender Hand ist über uns, dass Gesundheit dein Wille, dein Plan ist, dass du uns helfst, nicht nur gesund zu bleiben, dass du uns helfst, ein Segen zu sein für Menschen, die in Not sind in dieser Stunde. Und ich danke dir für alle, die aktiv sind. Ich weiß, Menschen arbeiten Tag und Nacht, um die Bevölkerung zu helfen. Und so, Vater, wir danken dir. Wir danken dir, dass diese Menschen sollten deine Helfer und deinen Trost und deine Weisheit erfahren. Und wir wollen sie weiterhin unterstützen, täglich im Gebet, bis diese Situation vorbeigeht. Aber danke für die Chance, die wir haben, in dieser Situation uns auszustrecken und die Menschen um uns herum vielleicht etwas Nettes zu tun, etwas Gutes zu tun, einen Anruf zu machen, ein E-Mail zu schreiben, damit die Menschen wissen, du bist nicht allein. Wir denken an dich und wir beten für dich. Gib uns die Freimütigkeit, damit unser Glauben wird mit anderen mitgeteilt, damit sie auch diese Zuversicht gewinnen können. Und das beten wir in Jesu Namen. Amen. Ihr Lieben, an dieser Stelle, falls du zufällig heute Morgen dabei warst und du hörst das vielleicht zum ersten Mal gehört, und du hast noch nicht Jesus persönlich in dein Leben eingeladen. Jesus sagte, ich bin derjenige, der an der Tür deines Herzens klopfe. Und vielleicht dieses Zufall, dieses Videoübertragung ist den Klopfen Jesu an deinem Herzen. Vielleicht hat es dich neugierig gemacht. Du musst nur dein Herz für ihn öffnen. Du sagst, Pastor, wie mache ich das? Ganz einfach. In ein schlicht und einfaches, ehrliches Gebet. Wenn du ihm sagst, Herr Jesus, ich möchte dich kennen, komm bitte in meinem Herzen.
Sogar so, vergib mir von meinen Schuld, Dinge, die ich getan habe, was falsch waren. Vielleicht ich war nicht dessen bewusst, aber trotzdem waren sie falsch. Vergib mir. Du wirst Gottes Vergebung erleben. Und indem wir bereit sind, ihn als unser Herrn und Heiland zu bekennen, wir empfangen neues Leben. So für dich bete ich gerade jetzt. Vater, für die vielleicht noch nicht diese Entscheidung getroffen haben. Ich bete, dass du ihr Herzen berührst und den Mut gibst, wirklich Hilfe zu empfangen. Zuzugeben, dass wir alle auf uns Schuld geladen haben. Wir alle machen Fehler im Leben. Und da bist du, uns Vergebung und uns Wiederherstellung zu schenken. Und ich kann dir nur eins sagen, Freund, wenn du bereit bist zu sagen, Jesus, komm in mein Herz, sei du der Herr meines Lebens, du wirst es nie bereuen. Er schenkt dir nicht nur Vergebung, er gibt dir ein neues Herz, er gibt dir ein neues Leben. Ich wünsche dir Gottes Segen, wenn du es gewagt hast, das zu tun. Im Abschluss, wir wollen Gott danken für das, was wir gehört haben heute Morgen. Aber bitte bedenke, heute ist auch Wahl, Kommunalwahl hier in Bayern. Wenn ihr die Gelegenheit habt, bitte bete und wähle. Das ist unser Privileg und Pflicht als Bürger. Und wir wollen jetzt für die Regierung beten. Die brauchen unsere Gebet mehr als je zuvor. Amen. So, Vater, auch für diese Kommunalwahl, wir beten gerade jetzt, dass die richtige Person wird eingesetzt, die du haben möchtest. Wir danken dir für unser Land, für unsere Regierung, für bayerischer Ministerpräsident Schröder. Wir danken dir, dass er Mut hatte, richtige Entscheidungen früh zu treffen. Und wir danken dir, Vater, dass gemeinsam mit den Wissenschaftlern und Forschern, die werden schnell eine Lösung finden. Wir danken dir für unser Land. Und wir beten für unser Land mit Absicht, dass wir weiterhin hier in diesem Land nicht nur dein Segen erfahren, sondern dass wir von diesem Land aus ein Segen sein dürfen für Menschen überall in dieser Welt. In Jesu Namen. Ich bete, dass diesen Gottesdienst hat euch ermutigt heute Morgen. Für uns war es ein richtiger Abenteuer. Kaum zu glauben, es ist schon jetzt am Ende. Aber ihr könnt mit mir wieder aufstehen. Wir wollen Gott danken im Abschluss, weil er ist würdig, unser Lobpreis zu empfangen. Rita, Deborah. Sollen wir wieder bekennen, er ist der Löwe des Landes. Das machen wir. So, seid ihr bereit? Yeah! There we go. Wenn Jesus wiederkommt, beugt sich alle Welt vor. Und Ketten brechen, wenn zerbrochene Herzen ihn verehren. Wer kann unseren Gott aufhalten? Denn er ist der Löwe von Juda. Sein Brüllen ist mächtig, er kämpft unsere Kämpfe. Und jeder wird sich vor ihm beugen. Denn er ist das Lamm, geschlachtet für uns, für die Sünden der Welt. Und sein Blut befreit. Und jeder wird sich beugen vor dem Löwen und dem Lamm. Und jeder wird sich vor ihm beugen. Oh, 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 oh. Kommt, öffnet ihm das Tor und bahnt den Weg im Herrn der Welt.
Gott, der uns erlöst, ist hier und setzt gefangen ein. Wer kann uns davon aufhalten? Denn er ist der Löwe von Juda. Sein Brüllen ist mächtig, er kämpft unsere Kämpfe und jeder wird sich vor ihm beugen. Denn er ist das Lamm, geschlachtet für uns, für die Sünden der Welt und sein Blut befreit. Und jeder wird sich beugen vor den Löwen und den Lamm. Und jeder wird sich vor ihm beugen. Yes. Yeah. Oh. Halleluja. Yes. Wer kann uns am Gott aufhalten? 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 Niemand hält ihn auf. Denn er ist der Löwe von Juda. Sein Brüllen ist mächtig, er kämpft unsere Kämpfe und jeder, der sich vor ihm beugt. Denn er ist das Lamm, geschlachtet für uns, für die Sünden der Welt. Und sein Blut befreit und jeder wird sich beugen vor den Löwen und dem Lamm. Und jeder wird sich vor ihm beugen. Denn er ist der Löwe von Juda. Sein Brüllen ist mächtig, er kämpft unsere Kämpfe. Und jeder wird sich vor ihm beugen. Denn er ist das Lamm, geschlachtet für uns, für die Sünden der Welt und sein Blut befreit. Und jeder wird sich beugen vor den Löwen und dem Lamm. Und jeder wird sich vor ihm beugen. Oh, 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 oh. So, wir sagen Ciao hier vom Gospel Life Center. Now, vergessen nicht, wir sind so weit, wie es erlaubt ist, hier im Büro. So, wenn ihr Anliegen habt, bitte schreibt uns. Bitte ruft uns an. Wir wollen helfen, wo wir helfen können. Und bleibt in Kontakt miteinander. Lasst uns sicher sein, dass nicht einer das Gefühl hat, dass sie ganz alleine gelassen sind. Okay? Und Dienstagabend, 19 Uhr, unser Live-Link. Wir werden wieder gemeinsam beten. Ich hoffe, dass ihr einschaltet und dass wir gemeinsam beten können für diese Situation. Wenn das euch gefallen hat, wenn ihr wurde gesegnet heute Morgen, schreibt uns ein kleines Mail, ein kleiner WhatsApp, was immer. Und sagt, hey cool, wir haben unser Bestes gegeben. Neuland für uns, aber wir sagen Ciao aus dem Gospel Life Center. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Gottes Segen. Woo!